Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute nehmen wir uns mal ein grundlegendes Thema vor, und zwar Grundierungen oder Primer. Jetzt gibt es ja immer die sagen, brauche ich nicht. Zuerst mal die Frage, soll ich grundieren, soll ich nicht grundieren? Ich bin jetzt der Meinung, ja, man sollte grundieren, nachdem man dem Modell, das Plastik, vom herstellungsbedingten Trennmittel befreit hat. Das kann man mit einfachen Spülmitteln machen. Ist es schon sinnvoll, eine Grundierung aufzutragen. Vor allem, wenn man jetzt mit mehreren Materialien baut. Also Plastik mit Resin und Ätzteile vermischt, damit man dann einfach zuerst einmal eine gleiche Basis hat. Ja, natürlich gibt es verschiedene Arten und Möglichkeiten, eine Grundierung aufzutragen, und es gibt natürlich auch verschiedene Farben von Grundierungen. Je nachdem, was man dann für eine Farbe drauf gibt, ist es schon sehr hilfreich, von der Grundierung her da schon mal einen guten Grundton zu finden. Fangen wir mal an mit der einfachsten Methode, Grundierungen aufzutragen. Das wäre mit Spraydosen. Gibt es da jetzt in Grau und Weiß. Tragt man ganz dünne Schichten auf und kann die dann auch noch ein bisschen nass verschleifen. Ja. Dann gibt es das Ganze natürlich auch noch, wer will, zum Pinseln oder verdünnen für Airbrush und so weiter. Und da sehen wir auch schon, da habe ich eine schwarze Grundierung. Die nehme ich persönlich jetzt ganz gern, wenn nachher dann schwarz draufkommt, weil ich habe die böse Erfahrung gemacht, wenn man mit Schwarz lackiert, das ist eine sehr schwere Farbe zum Lackieren, dass die an den Kanten gern wieder abläuft, und wenn jetzt der Plastik drunter weiß oder hellgrau ist, dann scheint es immer durch. Deshalb schwarz vorgrundiert, dann kann das ruhig durchschimmern, das ist immer noch schwarz. Ja, es gibt ja nicht nur Plastikbausätze, sondern auch Resinbausätze. Also die sind gegossen aus einem Kunstharz, und auch für die gibt es einen Primer. Ist jetzt vielleicht ein bisschen Geldmacherei vom Hersteller. Ich habe jetzt aber schon die Erfahrung gemacht mit Resinfiguren, dass das einen ziemlichen Vorteil hat. Resin hat den Nachteil, dass es sehr trennmittelbehaftet ist, weil es ja gegossen wird, diese Form. Also ja, das würde jetzt den Rahmen sprengen, das zu erklären. Auf jeden Fall sind die immer sehr fett, wenn ich das jetzt mal so grob sagen darf. Und die muss man reinigen. Am einfachsten mit einer weichen Bürste und auch wenig Spülmittel, ganz, ganz vorsichtig. Und dann habe ich mal einen Test gemacht mit 2 Figuren. Eine ohne Grundierung, eine mit Grundierung, und mit Grundierung ist einfach der Vorteil, dass da die Farbe dann auch viel besser haftet. Und dann gibt es noch einen Metal Primer. Der ist hauptsächlich für Ätzteile da. Sage ich jetzt mal so grob. Ätzteile sind die sind meistens sehr glatt, und dass da die Farbe auch besser haftet, empfiehlt sich auch vorher mit Metal Primer drüber zu gehen. Der hat auch mal den Vorteil gehabt, dass man mit dem Deckholz versiegeln hat können. Das geht jetzt aber mit der neuen Mischung nicht mehr. Der wird die angreifen und zersetzen, also geht leider nicht mehr, schade. Den gibt es natürlich auch, nicht nur in der Spraydose, sondern auch flüssig zum Pinseln, oder wer will dann halt mit der Airbrush. Ja, und jetzt noch die große Frage, warum soll ich überhaupt grundieren? Anfangs habe ich ja schon gesagt, viele Modelle sind fett oder haben ein gewisses Trennmittel drauf, das die Farbe haftet. Oder wenn man verschiedene Materialien verarbeitet,
es ist natürlich auch manchmal so, dass Modellbauhersteller, ich sage jetzt einmal, alle Gussäste sind weiß, gehören aber dann irgendwie rot, gelb, grün, orange und so weiter gespritzt. Manchmal gibt es aber auch Teile, die sind grau und schwarz und gehören aber in einer viel helleren Farbe gespritzt. Warum das die Hersteller machen, ist mir immer nur ein Rätsel. Aber da muss man natürlich dann auch einen gewissen Grundton haben. Wenn ich jetzt also ein schwarzes Plastikteil habe, das schon mal weiß vorgrundiere, dann wird es schon mal voraus aus heller, wenn ich da jetzt mit weiß drüber gehen muss. Ja. Dass man dann die Grundfarbe oder die Farbe, die draufkommt, nicht zu stark abdunkelt. Dann macht man das natürlich, dass die Farbe besser haftet. Das ist eigentlich der Ansatz von der Grundierung. Und auch ein ganz großer Vorteil ist, wenn man jetzt mehrteilige Karosserien zum Beispiel bei Autos hat oder bei einem Panzer den zusammenklebt, dann sieht man teilweise nicht, ja, passt das jetzt, habe ich da jetzt nur irgendwo was übersehen, habe ich nur eine Sicke oder irgend so. Dann fahre ich mal mit dem Grundierer drüber und dann plötzlich wird das alles sichtbar. Dann hat man die Vertiefungen, man sieht auch kleine Details, die man vorher vielleicht so nicht gesehen hat. Und dann kann man sich das ganze Modell, nachdem das durchgetrocknet hat, nochmal anschauen und noch Fehler ausbessern. Würde ich jetzt sofort mit der Farbe drüber gehen und dann sehe ich da, oh, das passt mir jetzt überhaupt nicht, dann muss ich natürlich die ganze teure Farbe wieder runter, obwohl Grundierung ist auch nicht billig, aber dann kann ich da nur korrigieren. Ja, und von daher sage ich jetzt mal Daumen hoch für Grundierungen. Auch wenn jetzt der eine oder andere sagen wird, nein, Quatsch, ich baue jetzt schon seit 20 Jahren Modelle und habe noch nie eine Grundierung gebraucht. Am Anfang habe ich das auch nicht gemacht und es funktioniert. Jedoch wer auf Nummer sicher gehen möchte, beziehungsweise viel mit verschiedenen Farben, wo ich am Anfang, wenn man ein Video gemacht habe, die verschiedenen Unterschiede zwischen Acryl und Emailfarben, da auf Nummer sicher gehen möchte, der sollte grundieren. Weil es kann auch im schlimmsten Fall die Farbe des Plastik anätzen und ja, dann ist es nicht mehr lustig. Mit einer Grundierung kann man das eigentlich auch zumindest ein bisschen abdämpfen, indem man ja da eine zusätzliche Schicht dazwischen hat. Ja, das war es eigentlich, war einfach nur so ein kleiner Ausflug ins Thema Grundierungen. Ja, ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen weiter zur Entscheidungstreffung und ja, freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Also, tschüss!